WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, hier bei der zweiten Whisky-Messe Palatina, gemeinsam mit Holger Langschied, Whesskey. Hallo Jason. Super, ich kenne einen anderen Holger, der auch irgendwie vom Whesky zusammenkommt, oder? Ja, der andere Holger macht auch Whesky, wir machen das gerne zusammen und heute bin ich am Start. Super, sehr, sehr schön. Also erzähl mal ein bisschen jetzt hier von dieser Distillerie erst einmal und dann das, was du in der Hand hast. Okay, wir sind Whisky-Distillerie seit 1895. Wir feiern nächstes Jahr unser 125-jähriges Bestehen. Wir haben eine Kompetenz in der Destillation von Single Grain und Single Malt. Wir haben euch heute einen New Make mitgebracht. New Make, wir haben ein New Make aus Karra Aroma und Münchner Malz. Super, also kennen wir noch nicht. Erzähl mal, was das ist und was ist New Make für die es noch nicht mal kennen. Okay, New Make ist das Produkt, was klar aus der Brennblase läuft. Und wir verwenden nicht nur das klassische Distilling Malt, was die meisten anderen Brennereien verwenden. Wir verwenden verschiedene Malze. Wir haben leicht angeröstete Malze, die etwas dunkler sind, die etwas mehr Geschmack geben. Und wir verwenden eine Mischung aus Karra Aroma und Münchner Malz. Und das ist heute unser New Make. Warum und weshalb werden denn da Gersten gerüstet? Wir glauben, dass normales Distilling Malt nicht die optimale Geschmacksentfaltung bietet und deswegen sagen wir, wir verwenden verschiedene Gerstenmalze. Super. Also bei dem Malzprozess wird Getreide ein bisschen nass gemacht, ein bisschen warm gemacht. Man gaukelt den in den Frühling vor, der fängt an zu sprießen und dieses wird der Enzym umgewandelt, der Stärke in Zucker und in dem Moment hält man den Prozess an, indem man Wärmezufuhr führt und dann die Frage ist, wie viel Wärme, ja? Genau. Du hast das sehr gut erklärt. Wir haben also während des Melzprozesses die erste Vorstufe von Zucker. Wir haben den Malzzucker, wir haben die Aktivierung von Enzymen. Zusätzlich haben wir durch die verschiedenen Röstgrade auch noch eine Umwandlung von Malzzucker bzw. von Stärke in Zucker. Und stärker geröstete Malze haben auch einen höheren Zuckergrad mit einer höheren Süße. Siehst du, ich habe was dazu gelernt wieder. Dankeschön. Siehst du, das wusste ich nicht und damit auch ein besseres Produkt am Anfang, um daraus Whisky zu machen, damit der Hefe sich da dann ein bisschen fressen darf und da Alkohol und CO2 rauszustoßen. New Make, trinkt man das einfach pur? Wie macht man das? New Make kann man pur trinken. Wir sind der Überzeugung, dass New Make ein schönes Produkt ist. Wir haben ungemälzte, wir haben gemälzte und wir haben auch Bierbrände. Das heißt, wir haben klare Spirituosen, was unsere Kompetenz ist. Aber klassischer Whisky wird 3 Jahre gereift und deswegen legen wir unseren New Make nochmal 3 Jahre ins Fass, um ihn dann Whisky zu nennen. Okay, sehr gut, sehr gut. Und das kann man statt Wodka trinken, das kann man statt Gin trinken, da kann man was anderes aus, denn einfach Whisky. Genau. Super. Was habt ihr noch hier? Wir haben heute hier ein New Make am Stand, was vielleicht interessant ist für die meisten. Wir haben aber auch verschiedene, mehrere, fast gelagerte Dinge, die du noch nie getrunken hast. Ja, das stimmt. Das ist Wahnsinn, was jetzt hier hergestellt wird und woraus Sachen hergestellt werden. Zum Beispiel haben wir eine Fassprobe unseres Special Malt. Ja. Das bedeutet, wir haben hier verschiedene Bestandteile von Whisky 6 Jahre gelagert. Und oh, du hast mir es doch gegeben schon. Kommt vorbei, probiert ihn. Ich glaube, du hast ihn schon mal probiert. Ja, genau. Ich war in Wuppertal und das Besondere daran sind die Heads and the Tails, nicht wahr? Magst du ganz kurz erzählen, was ist Heads oder Feints und so weiter? Genau. Wir haben gesagt, wir nehmen normal immer nur the middle of the run, the heart of the run. Und wir haben hier mal speziell den Head und den Tail eingelagert, sprich den Vorlauf und den Nachlauf, um zu zeigen, dass nach einer gewissen Lagerdauer auch sowohl Vor- als auch Nachläufe ein sehr interessantes Geschmacksprofil geben können. Und
ihr werdet das nie wieder probieren. Wer es probieren möchte, kommt bei uns vorbei. Wir haben es am Stand, speziell für euch. Super. Also beim Brennen ist natürlich, das muss warm werden und in dem Moment sind verschiedene Alkoholdämpfe, die da hochgehen bei verschiedenen Temperaturen und dieses Herzstück möchte man es haben. Nun, ich würde denken, das erste Mal, ich werde blind davon. Warum werde ich davon nicht blind? Grundsätzlich wird man nicht blind davon, weil in Getreidedestillaten nur ein sehr geringer Anteil an diesen Alkoholen, die blind machen, vorhanden ist. Also Getreidedestillate sind problemlos auch als Vor- und Nachlauf konsumierbar. Super. Und normalerweise nimmt man nicht vom Geschmack her, richtig? Interessanterweise nimmt man tatsächlich doch für den Geschmack einige Anteile. Gerade die Nachlaufanteile sind sehr geschmacksintensiv und in besonders torfhaltigen Produkten bekommt man die langkettigen Phenole erst am Ende des Destillationsprozesses. Das bedeutet, der Nachlauf gibt einen erheblichen Anteil an Geschmack. Wir haben gesagt, wir machen jetzt mal ein Fass nur mit Vor- und Nachlauf. Kriegt ihr nirgends weltweit, kommt zu uns, probiert es. Und wir hatten auch schon Kunden, die fanden das super gut. Super, genau. Also Whesskey ist hier einfach für das Ungewöhnliche, für das Außergewöhnliche, manchmal sogar das Verrückte hier absolut richtig. Kommt mal vorbei. Wo findet man euch im richtigen Leben, wie auch denn online? Uns findest du in Abergen-Kettenbach. Ihr findet uns unter www.whisky.de. Ihr findet uns auf allen großen Messen, ob in Limburg, auf der Aquavite, ob auf dem Whisky-Tag in Wiesbaden. Wir sind für euch immer da. Schreibt uns an. Ihr könnt von uns immer was bekommen. WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, gemeinsam mit Holger Langschied, Whesskey. Vielen Dank. Bye bye. Danke, ciao.